Im englischen Landkreis Leicestershire lebte ein unauffälliger, ruhiger Teenager namens Kane Gamble. Äußerlich hob er sich in keiner Weise von seinen Altersgenossen ab. Schule, Familie, seltene Spaziergänge. Doch jeden Abend, statt zu spielen oder sich mit anderen zu treffen, tauchte er in seine eigene Welt ab, vor dem Monitor. Ihn interessierte nicht einfach nur Technik, sondern wie digitale Kontrolle funktioniert, wie staatliche Strukturen arbeiten, wo die Schwachstellen im Informationsschutz liegen und warum so große Organisationen überhaupt Sicherheitslücken zulassen. Besonders faszinierte ihn das Konzept der sozialen Ingenieurskunst, eine Methode, bei der das Ziel nicht durch Software, sondern psychologisch geknackt wird. Statt Codes und Viren, Telefonate, Vertrauen und Manipulation. Kane las technische Foren, durchforstete alte Datenbanken und versuchte, logische Zusammenhänge herzustellen. Er suchte nicht nach einer Möglichkeit, Schaden anzurichten, sondern wollte beweisen, selbst die mächtigsten Systeme kann man umgehen, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Alles begann als persönliches Hobby. Doch irgendwann stellte er sich die Frage, was, wenn ich nicht eine Website oder einen Dienst hacke, sondern eine bestimmte Person und nicht irgendjemanden, sondern einen Vertreter der obersten Macht? Diese Frage wurde zum Wendepunkt. Der Jugendliche begann ruhig, überlegt und ohne großes Aufsehen zu handeln. Und er wählte sich ein Ziel, das unerreichbar schien. Das Pseudonym Cracker. Kane gab sich das Pseudonym Cracker. Er wurde zum Kern einer kleinen Hackergruppe namens Crackers with Attitude. Im Team waren Jugendliche und junge Hacktivisten. Sie jagten weder dem Geld noch dem Ruhm hinterher. Sie hatten ein Ziel, zu zeigen, wie verwundbar diejenigen sind, die die Welt regieren. Sie waren empört über die Außenpolitik der USA, insbesondere über die Rolle der Geheimdienste in internationalen Konflikten. Sie wollten Symbole angreifen. Und das erste solche Symbol war John Brennan, der amtierende Direktor der US-amerikanischen Central Intelligence Agency. Cracker begann, Informationen über ihn aus offenen Quellen zu sammeln. Name, Telefonnummer, Privatadresse, Namen von Verwandten. All diese Informationen waren über öffentliche Datenbanken, soziale Netzwerke und alte Veröffentlichungen zugänglich. Dann rief er bei Verizon an, dem Unternehmen, bei dem Brennans Nummer registriert war. Er gab sich als Mitarbeiter des technischen Supports aus und stellte selbstbewusst die nötigen Fragen. Der Mitarbeiter bemerkte keinen Betrug. Wenige Minuten später war der Zugang zur Nummer in Kanes Händen. Das bedeutete eines, er konnte das Zurücksetzen von Passwörtern für jeden Dienst einleiten, der mit dieser Nummer verknüpft war. Das nächste Ziel war das E-Mail-Konto bei AOL. Das Ziel, der CIA-Direktor. Das E-Mail-Postfach von John Brennan befand sich bei dem alten Dienst AOL. In der Welt der Geheimdienste galt dessen Nutzung als veraltet, aber für Brennan war es eine persönliche Adresse, die er aktiv nutzte. Über dieses Konto lief die Korrespondenz, die sowohl persönliche Angelegenheiten als auch berufliche Themen betraf. Nachdem er Zugriff auf das Telefon erhalten hatte, leitete Kane die Passwortzurücksetzung ein. Die Antworten auf die Sicherheitsfragen hatte er sich bereits im Voraus beschafft. Alles Weitere war nur noch eine Frage weniger Klicks. Er loggte sich in das E-Mail-Postfach ein und befand sich damit im digitalen Büro des Chefs des US-Geheimdienstes. Vor ihm lagen E-Mails, Dokumente, Anhänge, alles offen zugänglich. Darunter befand sich das Formular SF86, ein Pflichtdokument für den Zugang zu geheimen Informationen. Es enthielt Dutzende Seiten persönlicher Informationen, Verwandte, finanzielle Daten, Wohnorte, psychischer Zustand. Daneben gab es Listen von Mitarbeitern, dienstliche Vermerke und strategische Unterlagen. Der Teenager aus Leicestershire betrachtete diese Dokumente auf dem Bildschirm seines Laptops, ohne sein Schlafzimmer zu verlassen. In diesem Moment wurde ihm endgültig klar, er war dorthin gelangt, wo selbst professionelle Hacker nicht hingekommen waren. Die Waffe war kein Virus. Die gesamte von Cracker inszenierte Operation basierte nicht auf Technologie, sondern auf Manipulation. Er hatte kein einziges Schadprogramm geschrieben. Er las einfach, analysierte und telefonierte. Zuerst bei Verizon, dann bei AOL. In beiden Fällen gab er sich als interner Mitarbeiter aus und erregte dank seines Wissens und seines selbstbewussten Auftretens keinen Verdacht. Er erhob nie die Stimme und benutzte keine Drohungen. Alles lief höflich, klar und nach Plan ab. Seine Stimme klang wie die einer Support-Hotline. Die Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung taten, was er verlangte, ohne zu ahnen, dass sie mit einem Teenager sprachen. Er baute eine Kette auf. Zuerst verschaffte er sich Zugang zur Telefonnummer, dann setzte er das E-Mail-Passwort zurück. Alles geschah innerhalb weniger Tage. Keine einzige Firewall schlug Alarm, kein einziges Sicherheitssystem registrierte einen Einbruch, weil es technisch gesehen keinen gab. Alles sah aus wie die Handlungen des Kontoinhabers selbst. Kane bewies, dass man sogar die CIA knacken kann, wenn man weiß, wie man spricht. Seine Waffe war nicht der Computer, sondern die menschliche Schwäche, das Vertrauen und die Müdigkeit derjenigen, die am Telefon sitzen. Geheime Dokumente. Als Cracker Zugang zum E-Mail-Postfach von Brennan hatte, begann er, den Inhalt mit kühler Methodik zu studieren. Er löschte keine E-Mails und versuchte nicht, seine Spuren zu verwischen. Ihn interessierte der Inhalt. Das SF86-Formular erwies sich als wahrer Glücksgriff. Darin befanden sich Informationen über die Familie, Kontakte, den psychischen Zustand und sogar potenzielle Schwachstellen. Dieses Dokument allein offenbarte die gesamte innere Welt des CIA-Chefs.
Daneben gab es noch weitere Funde, Dienstnotizen, mit vertraulich gekennzeichnete Dokumente, Mitarbeiterlisten und sogar Diskussionen über Verhörtechniken. Kracker begann, einzelne Ausschnitte im Internet zu veröffentlichen. Auf dem Twitter-Account der Gruppe erschienen Screenshots, bissige Kommentare und direkte Herausforderungen an die US-Geheimdienste. Er forderte kein Geld und versuchte nicht, mit den Daten zu handeln. Alles, was er tat, war zu zeigen, selbst so bedeutende Persönlichkeiten wie der CIA-Direktor sind nicht geschützt. Seine Handlungen lösten Schock und Panik aus. Die Medien griffen die Geschichte auf. Die Schlagzeilen hallten auf beiden Seiten des Atlantiks wieder. Ein Teenager brachte, ohne sein Schlafzimmer zu verlassen, den gesamten Geheimdienstapparat in die Knie. Und er hatte nicht vor, damit aufzuhören. Das Motiv? Politik. Im Gegensatz zu vielen Hackern, die aus Profitgier handeln, hatte Kane ein anderes Motiv. Er suchte kein Geld und versuchte nicht, Daten an die Feinde der USA zu verkaufen. Alles, was er tat, war nach seinen eigenen Worten ein Akt des Protests. Er erklärte offen, dass er die Politik der USA nicht unterstütze, insbesondere deren Vorgehen in Palästina und im Nahen Osten. Er wollte zeigen, dass selbst die einflussreichsten Menschen verwundbar sind, dass ein auf Kontrolle aufgebautes System seine eigene Sicherheit nicht kontrolliert. Kane veröffentlichte Beiträge mit Kritik an der CIA und der amerikanischen Einmischung in andere Länder. Er nutzte die gestohlenen Informationen als Druckmittel. Er verstand, dass Öffentlichkeit sein Schutz war. Je lauter die Geschichte wurde, desto schwieriger war es, den Vorfall zu vertuschen. In einer seiner Nachrichten schrieb er: Ihr spioniert die Welt aus, aber euch selbst könnt ihr nicht schützen. Dieser Satz wurde zum Symbol der gesamten Operation. Er handelte mit der Überzeugung, kein Verbrecher, sondern ein Whistleblower zu sein. Doch im Gegensatz zu Edward Snowden hatte er weder Status noch Unterstützung. Nur ein Nickname im Netz und Zugang zu fremden Geheimnissen. Der Einbruch geht weiter. Nach dem Hack von Brennan Craig hörte er nicht auf. Auch andere hochrangige Beamte gerieten ins Visier. Unter ihnen waren der stellvertretende FBI-Direktor, der Chef der nationalen Geheimdienste James Clapper und der Minister für innere Sicherheit Jay Johnson. Er nutzte die gleichen Methoden, sammelte Informationen, rief an, täuschte und verschaffte sich Zugang. Bald kontrollierte er die E-Mails, Telefone und sogar die Streaming-Musik der Beamten. Einer der aufsehenerregendsten Angriffe war die Veröffentlichung einer Liste von FBI-Mitarbeitern mit Namen und beruflichen Daten. Das war nicht einfach nur ein Hack, es war eine Demonstration der Verwundbarkeit des Staatsapparats. Kracker spielte sein eigenes Spiel. Jeder neue Zugang bestätigte seine Richtigkeit. Die Medien griffen das Thema immer häufiger auf, doch die Behörden schwiegen bislang. Offizielle Stellungnahmen gab es nicht. Inzwischen handelte der Jugendliche weiter. Ohne Risiko für sich selbst, mit dem Laptop im Schlafzimmer, brachte er das Sicherheitssystem eines ganzen Landes in Verlegenheit. Und jeder neue Erfolg stärkte nur sein Selbstvertrauen. Stille Panik in den USA. Innerhalb des amerikanischen Geheimdienstes begann eine verdeckte Panik. Der Einbruch wurde nicht sofort bekannt, aber sobald Brennans Dokumente ins Netz gelangten, wurde die Situation kritisch. Das Leck der SF-86 bedeutete, dass ein Außenstehender mehr über den CIA-Direktor wusste, als selbst innerhalb der Behörde erlaubt war. Die Informationen konnten zu politischen Zwecken genutzt werden und in die Hände von Feinden gelangen. Und all das wegen eines Fehlers der Telekommunikationsbetreiber. Die Regierung leitete eine interne Untersuchung ein. Es wurden Notfallbriefings abgehalten, die Protokolle zum Schutz persönlicher Daten wurden verschärft und die Jagd auf die Verantwortlichen begann. Doch Kracker blieb ein Phantom. Er benutzte nicht seinen echten Namen, verbarg seine IP-Adresse und kommunizierte über verschlüsselte Kanäle. Seine Handlungen lösten Schock und Verärgerung aus, aber ihn zu fassen war äußerst schwierig, zumal er von einem anderen Land aus agierte, Großbritannien. Die dortigen Behörden wussten noch nicht, dass ein Teenager, der bei seinen Eltern lebte, im Zentrum eines internationalen Skandals stand. Ein Versagen der Geheimdienste. Für die amerikanischen Sicherheitsbehörden war dies eine öffentliche Demütigung. Ein Teenager ohne besondere Fähigkeiten, ohne Ressourcen, ohne ein Team von Profis hat das private E-Mail-Postfach hochrangiger Beamter gehackt. Alles nur mit Hilfe von Gesprächen und Wissen aus dem Internet. Die Geheimdienste befanden sich in einer Situation, in der die gewohnten Methoden nicht funktionierten. Der Geheimdienst begann zu analysieren, wie das möglich war. Die Antwort war schmerzhaft: der menschliche Faktor. Die Mitarbeiter von Verizon und AOL haben keine Regeln verletzt, waren aber zu vertrauensselig. Kracker wusste ganz genau, was und wie er sprechen musste. Er nutzte die Schwachstellen des Systems, um hineinzukommen. Er hat keine Passwörter gehackt, sondern die Leute dazu gebracht, sie freiwillig preiszugeben. Das stellte die Stabilität des gesamten Modells der Cybersicherheit in Frage. Wenn ein Teenager so etwas tun konnte, was könnten dann professionelle Geheimdienste anderer Länder anrichten? Diese Frage wurde bereits auf Ebene der Senatsausschüsse diskutiert. Inzwischen waren die britischen Geheimdienste bereits auf der Spur. Spuren führten nach Leicestershire. Trotz seiner Tarnung machte Kracker einen Fehler. Einer seiner digitalen Spuren, vielleicht eine IP-Lokalisierung oder Metadaten von E-Mails, führte die Ermittler in ein bestimmtes Gebiet im Vereinigten Königreich. MI5 und die örtliche Polizei begannen mit den Ermittlungen. Einige Wochen nach den ersten Veröffentlichungen durchsuchten britische Agenten das Haus der Familie Gamble.
Am Morgen klopfte es an der Tür. Kane war zu Hause. Ihm wurden der Laptop, Festplatten, Telefone und Notizbücher abgenommen. Die Eltern waren schockiert. Niemand in der Familie ahnte, dass der Jugendliche, der still in seinem Zimmer saß, einen internationalen Skandal ausgelöst hatte. Bei den Verhören gestand Kane seine Tat. Er versuchte nicht zu fliehen und beseitigte keine Spuren. Er sah sich selbst als Whistleblower, nicht als Verbrecher. Die britischen Behörden übernahmen die Kontrolle über den Fall. Von diesem Moment an wurde Cracker aus einem Nickname zu einem realen Angeklagten. Die Geschichte, die mit technischem Interesse begann, verlagerte sich nun auf die juristische Ebene. Gericht und Strafe. Nach der Festnahme wurde der Fall von Kane Gamble an ein britisches Gericht übergeben. Angesichts des Alters des Angeklagten fand das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch selbst außerhalb des Gerichtssaals gelangten Informationen an die Presse. Die Staatsanwälte erklärten, der Jugendliche verschaffte sich Zug zu geheimen Daten hochrangiger US-Beamter, gab sich als Vertreter von Behörden aus und verstieß gegen mehrere britische Gesetze zum unbefugten Zugriff. Ihm wurden mehrere Anklagepunkte vorgeworfen, darunter das Hacken von Computersystemen und der Diebstahl persönlicher Daten. Kane bekannte sich schuldig. Vor Gericht erklärte er, dass er aus politischen Motiven gehandelt habe und nicht beabsichtigte, Schaden zuzufügen. Der Richter stellte jedoch fest, selbst ohne böse Absicht hätten seine Handlungen der internationalen Sicherheit erheblichen Schaden zugefügt. Im April 2017 wurde Kane Gamble zu 2 Jahren Haft in einer Jugendstrafanstalt verurteilt. Er wurde der erste britische Teenager, der offiziell als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA anerkannt wurde. Nach der Urteilsverkündung legten die Anwälte Berufung ein, doch das Urteil blieb bestehen. Das Leben nach dem Skandal. Nach seiner Entlassung kehrte Kane nicht ins öffentliche Leben zurück. Er verschwand aus den Medien, löschte seine Social-Media-Profile und beendete jegliche Teilnahme an Online-Communities. Laut einigen Berichten begann er, mit privaten Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten. Seine Fähigkeiten wurden nun legal im Rahmen von Bug-Bounty-Programmen eingesetzt, bei denen Spezialisten im Auftrag nach Schwachstellen suchen und dafür bezahlt werden. Viele Experten hielten dies für eine logische Entwicklung. Eine Person, die es geschafft hat, die größten Geheimdienste zu täuschen, kann nützlich sein, wenn sie auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Doch Kane mied Interviews und strebte nicht nach Bekanntheit. Seine Figur wurde in Hacker- und Sicherheitskreisen zur Legende. Einige nannten ihn den britischen Snowden, andere einfach einen Teenager, der zu weit gegangen war. Er selbst sagte, er habe die Schwächen des Systems aufzeigen wollen. Und offenbar ist ihm das gelungen. Doch der Preis für diese Demonstration war hoch. Der Teenager, der die CIA bloßstellte. Diese Geschichte wurde zum Symbol des digitalen Zeitalters. Ein 15-jähriger Schüler ohne Abschlüsse und Beziehungen verschaffte sich Zugang zum privaten E-Mail-Postfach des CIA-Chefs, täuschte die Mitarbeiter der größten Telekommunikationsunternehmen und stellte das gesamte System der Cybersicherheit in Frage. Er benutzte keine Schadsoftware. Er sprach einfach. Präzise, selbstbewusst und mit dem Verständnis dafür, wie der menschliche Faktor funktioniert. Seine Handlungen waren kein Akt des Terrors. Es war eine Demonstration. Er verkaufte keine Daten, drohte niemandem und suchte keinen persönlichen Vorteil. Er wollte beweisen, Macht kann verwundbar sein, selbst wenn sie einen Anzug trägt und die Atomcodes besitzt. Und das hat er bewiesen. Ein einziger Schüler aus einem Provinzschlafzimmer gegen das ganze System. Diese Geschichte endete vor Gericht und im Gefängnis, blieb jedoch als Warnung in der Geschichte. In der digitalen Welt werden die Grenzen der Macht unscharf und die wahre Bedrohung kann sich hinter einem Nickname im Chat verbergen. Und manchmal reicht es, um ein Imperium zu hacken, einfach nur anzurufen.